Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Deine Freunde bestellen regelmäßig Essen, gehen auf Konzerte, buchen Städtetrips und posten aus dem Urlaub. Und du sitzt da, rechnest im Supermarkt jeden Posten nach und fragst dich, wie das alle anderen bitte bezahlen. Von außen wirkt es oft so, als würden andere ganz locker mit steigenden Mieten, Lebenshaltungskosten und Energiepreisen klarkommen, obwohl sie eigentlich ähnlich verdienen wie du. Die gute Nachricht, du bist damit nicht allein. Und der Eindruck täuscht in vielen Fällen. In diesem Video zeige ich dir 7 Gründe, warum andere so sorgenfrei wirken können und was im Hintergrund häufig ganz anders ist. Erstens. Leben auf Kredit. Der teure Schein des lockeren Lebens. Viele Menschen finanzieren ihren Lebensstil mit Schulden. Und damit sind nicht nur Immobilienkredite gemeint, sondern auch Ratenkäufe, Konsumentenkredite, Dispo und Kreditkarten. Laut Schufa wurden im Jahr 2024 erstmals mehr als 10 Millionen neue Kredite aufgenommen. Insgesamt gab es damit rund 19 Millionen laufende Kredite. Besonders beliebt sind Kleinkredite unter 1.000 Euro, die inzwischen fast die Hälfte aller neuen Ratenkredite ausmachen. Sie werden oft im Rahmen von Sofortkaufen später Zahlenangeboten aufgenommen. Dazu kommt, dass in Deutschland etwa 80% der Haushalte über einen Dispo-Kredit verfügen, also die Möglichkeit, mit dem Konto ins Minus zu gehen. Nach einer Schufa-Umfrage sind 10,3% der Menschen mit einem negativen Kontostand ins Jahr 2025 gestartet. Rund 46,6% derjenigen haben Dispo-Schulden von mehr als 2.000 Euro. Und auch Kreditkarten tragen dazu bei. In einer Umfrage der BaFin gaben rund 18% der befragten Kreditkarteninhaber an, schon einmal mit der Kreditkarte bezahlt zu haben, weil ihnen beim Kauf das nötige Geld fehlte. Das ist fast jeder Fünfte. Unter den 18- bis 39-Jährigen waren es sogar 27%, also jeder Vierte. Von außen siehst du nur Konsum. Das Auto, den Fernseher, die Küche, die ständigen Bestellungen und Urlaube. Was du nicht siehst, sind die monatlichen Raten, die Dispozinsen und der Druck, den das auslöst. Ein Lebensstil, der nach lockerem Wohlstand aussieht, kann in Wahrheit ein ziemlich teures Kartenhaus sein. Zweitens. Mehr Geld durch Nebenjobs. Vielleicht gibt es in deinem Umfeld Menschen, die viel entspannter wirken als du. Sie gehen oft essen, sind ständig unterwegs, machen große Geschenke. Und das bei ähnlichem Gehalt. Ein Teil der Erklärung kann sein, dass sie einfach mehr als einen Job haben. Laut Arbeitszeitrechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, hatten im 3. Quartal 2025 rund 4,72 Millionen Beschäftigte in Deutschland eine Nebentätigkeit zusätzlich zu ihrem Hauptjob. Als Außenstehender sieht man nur die Ergebnisse. Die Urlaube, das neue Handy, die Restaurantbesuche. Was man nicht sieht, Abende im Nebenjob, Wochenenden am Laptop oder zusätzliche Schichten. Mehr Geld bedeutet oft weniger Freizeit, mehr Belastung und weniger Erholung. Manche entscheiden sich bewusst dafür, um sich mehr leisten zu können. Aber es ist eben eine Entscheidung mit einem Preis. Wenn du nur einen Job hast und deine Abende nicht noch zusätzlich monetarisierst, bist du nicht automatisch schlechter. Du hast nur andere Prioritäten. Drittens. Prioritäten und Verzicht. Von außen wirkt es oft so, als könnten manche Menschen einfach alles haben. In Wirklichkeit setzen sie, genau wie du, Schwerpunkte und verzichten dafür auf anderes. Du siehst das, worauf andere Wert legen. Da ist vielleicht jemand, der ständig auf Reisen ist. Du siehst nur die Flüge, Hotels und Abenteuer. Was du nicht immer siehst, ist, dass dafür vielleicht an anderer Stelle radikal gespart wird. Bei Kleidung, Technik, Wohnungsausstattung oder Auto. Eine andere Person trägt Markenklamotten, neueste Sneaker und Designerhandtaschen, reist aber so gut wie nie. Wieder jemand anderes wohnt im neu gebauten großen Eigenheim, hat aber durch die Kreditrate jede Menge Fixkosten und kaum Spielraum für spontane Ausgaben, Freizeitaktivitäten oder Rücklagen. Wir Menschen nehmen bei anderen vor allem Besitz wahr, nicht die Opfer, die dafür gebracht werden. Es ist wichtig, sich immer auch klarzumachen, dass niemand alles bekommt. Jeder priorisiert, schiebt Geld in bestimmte Bereiche und lässt andere bewusst oder unterbewusst liegen. Wo liegen deine Prioritäten? Schreib's mal in die Kommentare. Viertens. Social Media. Soziale Medien verstärken das Gefühl, dass alle anderen finanziell besser dran sind. In Deutschland nutzen laut aktuellen Digitaldaten rund 78% der Bevölkerung, etwa 65,5 Millionen Menschen, regelmäßig soziale Netzwerke und verbringen damit einen großen Teil der täglichen Online-Zeit. Gepostet wird vor allem dann, wenn etwas gut aussieht, wie Urlaub, Restaurantbesuche, neue Anschaffungen, Konzertbesuche, einfach glückliche Momente. Was praktisch nie gezeigt wird, sind das leere Konto am Monatsende,
Der Dispo, die Überziehungszinsen, die Bauchschmerzen vor der nächsten Rechnung oder der Streit wegen Geld in der Partnerschaft. Wenn du dein normales Leben mit Arbeit, Alltag, Sorgen und ruhigen Tagen mit den gefilterten Highlights anderer vergleichst, kann das nur schiefgehen. Der Social Media Feed ist keine Dokumentation, sondern eine Art Imagebroschüre für das eigene Leben. 5. Finanzielle Sorgen sind die Regel, nicht die Ausnahme. Auch wenn viele Menschen nach außen gelassen wirken, hinter der Fassade machen sich sehr viele ernsthafte Gedanken um ihre Finanzen. Eine aktuelle Studie von CAIF zeigt, dass 80% der Deutschen in den nächsten 12 Monaten mit finanziellen Herausforderungen rechnen. Außerdem gehen 31% davon aus, dass sich ihre finanzielle Lage verschlechtert. Das bedeutet, selbst Menschen, die im Alltag ganz gut dastehen, haben im Hinterkopf Sorgen um steigende Kosten, unsichere Jobs, Altersvorsorge oder unerwartete Ausgaben. Du bist mit deinen Gedanken und Ängsten also alles andere als allein, auch wenn kaum jemand offen darüber spricht. 6. Unterschiedliche Startbedingungen. Hinzu kommt, was auf den ersten Blick vergleichbar aussieht, gleicher Job, ähnliches Alter, ähnliche Stadt, kann auf komplett verschiedenen Lebensgeschichten beruhen. Manche hatten Eltern, die das Studium, die erste Wohnung, das Auto oder sogar den Immobilienkauf unterstützt haben. Andere haben sich ihren Weg mit Nebenjobs, günstigen Ausbildungswegen und Verzicht erarbeitet, um Schulden zu vermeiden. Wieder andere haben Ausbildungs- oder Berufswege gewählt, die zwar weniger glamourös klingen, aber früh ein solides Einkommen gebracht haben. Manche hatten Glück beim Timing, Berufseinstieg in einer Boomphase, gute Jobangebote, schnelle Beförderungen. Diese Unterschiede sieht man nicht auf den ersten Blick. Aber sie erklären, warum zwei Menschen mit gleichem heutigen Gehalt finanziell in völlig verschiedenen Welten leben. Der eine mit Rücklagen, wenig Schulden und solider Vorsorge, die andere mit hohen Kreditraten, wenig Puffer und viel Druck. 7. Echter Wohlstand ist oft leise. Menschen, die wirklich finanziell stabil sind, haben meist keinen großen Drang, das zu zeigen. Sie kennen ihre Zahlen, haben Rücklagen, investieren langfristig und müssen niemandem etwas beweisen. Sie fahren vielleicht ein älteres Auto, wohnen nicht im maximal teuren Objekt, tragen keine Logos auf der Brust, sind aber innerlich deutlich entspannter, weil sie wissen, wenn etwas passiert, sind sie einigermaßen abgesichert. Wer dagegen permanent zeigen muss, wie gut es läuft, zahlt dafür oft einen hohen Preis. Hohe laufende Kosten, wenig Flexibilität, Schulden und Druck, den Level halten zu müssen. Der glänzende Schein ist dann genau das: Schein. Schau dir dazu auch einmal das Video mit den 9 interessanten Geldfakten der durchschnittlichen Person in Deutschland an. Ich verlinke es dir einmal unter dem Video. Worauf du dich wirklich konzentrieren kannst. Statt dich permanent mit anderen zu vergleichen, ist es extrem entlastend, den Fokus radikal umzudrehen. Weg von dem, was andere tun oder haben, hin zu dem, was du konkret beeinflussen kannst. Das beginnt damit, deine eigene finanzielle Situation klar zu kennen. Einnahmen, Fixkosten, variable Ausgaben, Schulden, Rücklagen. Schon allein dieses Wissen nimmt vielen Menschen Stress, weil das diffuse „Ich hab eh nie genug" einem klaren Bild weicht. Im nächsten Schritt geht es darum, bewusste Entscheidungen zu treffen. Was ist dir wirklich wichtig? Wofür möchtest du Geld ausgeben? Und wofür nicht? Wie viel möchtest du regelmäßig zur Seite legen, selbst wenn es am Anfang nur kleine Beträge sind? Wie kannst du deine finanzielle Stabilität Schritt für Schritt erhöhen, anstatt einem Idealbild nachzujagen, das auf Instagram gut aussieht, aber in der Realität wackelig ist? Regelmäßiges Sparen und Investieren im Rahmen deiner Möglichkeiten baut über die Jahre mehr Sicherheit auf als jeder kurzfristige Luxus. Gute finanzielle Gewohnheiten wirken langsam, aber sehr kraftvoll. Sie machen dich unabhängiger von Meinungen anderer, von Trends und vom ständigen Vergleich. Zusammengefasst: Wenn es dir so vorkommt, als hätten alle anderen mehr Geld, mehr Freiheit und weniger Sorgen, dann liegt das vor allem daran, dass du nur einen Ausschnitt ihrer Realität siehst. Was du nicht siehst, sind ihre Schulden, ihre Verzichtsbereiche, ihre Ängste und ihre Diskussionen zu Hause. Statt dich von diesem Vergleich herunterziehen zu lassen, kann es befreiend sein, deine eigene finanzielle Geschichte bewusst in die Hand zu nehmen. Mit Klarheit, realistischen Schritten und langfristigem Denken. Du musst nicht besser aussehen als andere, es reicht völlig, wenn du mit der Zeit finanziell stabiler, freier und gelassener wirst. Und genau das passiert nicht auf der Bühne, sondern im Hintergrund. Leise, konsequent und ziemlich unspektakulär. Leite das Video gern an deine Freunde weiter und gib ihm einen Like, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.